Hallo, hier ist Andrea. Wenn du diese Kette knüpfst, lernst du, wie man solche Verbindungsösen zum Bindeband herstellt, außerdem passende Bandabschlusselemente zur Kette und du lernst noch eine andere Art, wie man den Rückwärtsknoten machen kann. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Am Anfang werden 5 60 cm Fäden mit doppeltem Anker auf einen Sechsten draufgeknotet. Alle Fäden werden mittig verwendet. Den nächsten Faden knotest du mit einem vertikalen doppelten Halbschlag auf den Trägerfaden. Umwenden und nochmal einen 60 cm Faden mit vertikalem Halbschlag draufknoten. Die Fäden, die ich durch die Perle getauscht habe, werden mit doppeltem Halbschlag auf den Leitfaden draufgeknotet. Zuerst knüpfe ich die untere Spitze. Rechts auf dem Bild siehst du das nochmal. Wenn deine beiden Knotenreihen jetzt nicht zusammenstoßen, ist deine Perle zu groß. Wenn sie übereinander stehen, ist sie zu klein. Es ist wichtig, dass deine Perle
genau richtig groß ist. Jetzt nimmst du die beiden Leitfäden, die du gerade zusammengeknotet hast, und jeweils den Knotfaden rechts und links davon und machst über diese beiden Leitfäden eine Raute mit 6 Knoten. Ein Rippenknoten, 2 abwechselnde Halbschläge und noch einmal ein Rippenknoten nach außen. Aus meinem Restebündel hole ich mir jetzt einen 20 cm Faden und knote den mittig vertikal auf diese beiden Leitfäden. Mein Faden war hier nur 15 cm lang, aber als Anfänger ist es einfacher, wenn dein Faden länger ist. Es folgt noch auf jeder Seite ein Halbschlag nach innen und ein doppelter Halbschlag nach außen. Ich mache immer am Anfang und am Ende einer Raute einen doppelten Halbschlag, dann kommen die Schlingen nach unten zu liegen und man sieht sie nicht so an der Seite. Das muss man aber nicht machen. Man kann genauso auch 6 abwechselnde Halbschläge machen. Probier's aus und schau, was dir besser gefällt. Jetzt überspringe ich 4 Fäden und lege die erstmal beiseite. Man vergisst hier leicht einen, deswegen schaue ich unten drunter. Dann drehe ich mein Werkstück so, dass die nächsten 4 Fäden nach unten schauen und klemme wieder fest. Wir beginnen mit einem Rückwärtsknoten und ich zeige dir nochmal eine alternative Methode. Du fängst an wie zu einem normalen Rippenknoten, aber dann ziehst du den Knotfaden stramm und lässt den Leitfaden locker. Das gleiche machst du noch einmal. Der Knotfaden legt sich wieder wie normal um den Leitfaden und dann ziehst du am Knotfaden. Dann springt der Leitfaden um zur Schlaufe. Jetzt hast du einen symmetrischen Rückwärtsknoten. Zudem habe ich früher immer Iglu-Knoten gesagt, das ist die andere Methode. Jetzt folgt deine Raute genauso, wie du es vorhin gemacht hast, mit 6 Knoten. Ein Rippenknoten nach innen, 2 abwechselnde und nochmal ein Rippenknoten nach außen. Das gleiche dann auch noch auf der anderen Seite.
Jetzt knote ich einen 60 cm Faden mittig mit vertikalen Knoten auf diese beiden Leitfäden. Das ist das gleiche, was ich vorhin mit diesem 20 cm Fädchen bzw. 15 cm Fädchen gemacht habe. Wir brauchen jetzt einen 60 cm Faden, weil ja diese Seitenteile sehr viel länger sind als die Spitze unten. Am Schluss mache ich noch zusätzlich mit jedem Knotfaden einen doppelten Halbschlag nach innen auf die beiden Leitfäden. Wieder 4 Fäden überspringen. Vorsichtshalber unter dein Werkstück schauen, ob da auch sich kein Faden versteckt hat. Jetzt arbeiten wir den Beginn der linken langen Seite. Wir machen wieder genau das gleiche Muster wie vorhin, beginnen mit einem Rückwärtsknoten. Beim Zuknoten der Raute knoten wir jetzt links über rechts, denn wir knoten immer in Richtung zur Spitze. Unsere dominante Reihe geht also in Richtung zur unteren Spitze.
Wir klemmen wieder um, sodass die 4 ausgelassenen Fäden vor uns liegen. Welche 4 ist egal, wir machen jetzt 3-mal das gleiche. Ich hole mir 2 20 cm Fäden aus meinem Restfadenbündel und klemme die mittig fest, sodass die Mitte über meinen 4 Fäden zu liegen kommt. Dann knote ich alle 4 Fäden mit einem doppelten Halbschlag, also einem Rippenknoten, auf diese beiden Leitfäden. Mit dem ganz linken Knotfaden machst du jetzt 5 abwechselnde Halbschläge. Dann nimmst du einen der beiden Leitfäden und knotest den um den anderen herum. Am besten nimmst du den, der unten liegt oder der innen liegt. Dann sieht es am schönsten aus. Jetzt knotest du diesen Leitfaden auf den nächsten Faden, der von oben runter kommt, mit einem Rippenknoten und schiebst dann diesen Rippenknoten ganz hoch. Dann knotest du den nächsten Faden auf den gleichen Leitfaden mit einem doppelten Halbschlag und dann noch den nächsten Faden, auch mit einem Rippenknoten oder doppelten Halbschlag anknoten. Mit dem gleichen Knotfaden machst du dann noch 7 abwechselnde Halbschläge und danach noch einen doppelten Halbschlag in die gleiche Richtung. Wenn dir dieser Bogen jetzt zu groß ist, kannst du auch 2 abwechselnde Halbschläge weniger machen, also nur 5. Das ist Geschmackssache. Die beiden kurzen Leitfäden jetzt losmachen und nach der anderen Seite genau das gleiche Muster knoten.
dieses Muster wiederholst du jetzt noch zweimal mit den anderen 8 Fäden. Ab Minute 17. Wenn du das geschafft hast, machen wir mit der Spitze unten weiter. Die erkennst du daran, dass die innere Knotenreihe an der Stelle, wo die Spitze hinkommt, übereinander laufen. Jetzt binden wir diese langen Würmchen vom Nachbarmuster an die Spitze an, die wir schon geknotet haben. Und zwar ist der Leitfaden des langen Würmchens, der bleibt Leitfaden, und wir knoten den obersten Faden von der Spitze auf diesen Leitfaden drauf und machen dann noch abwechselnde Halbschläge. 1, 2, 3, 4, 5 und nochmal einen in die gleiche Richtung. Also 4 abwechselnde Halbschläge und ein doppelter Halbschlag. Jetzt wird dieses Würmchen wieder auf diesen linken Faden drauf geknotet, wie wir das schon öfter gemacht haben, mit einem doppelten Halbschlag. Diesen doppelten Halbschlag dann ganz nach oben schieben, den nächsten draufknoten mit einem doppelten Halbschlag. Und dann machst du nochmal ein kleines Würmchen mit einem Halbschlag nach innen und einem doppelten Halbschlag nach außen. Nun knotest du dieses Würmchen an die Spitze dran. Wenn man ein Würmchen anknoten will, ist es immer besser, man steckt mehr Stecknadeln wie zu wenig. Dann geht es viel einfacher und wird viel exakter. Wenn es zu arg wackelt, dann hast du nachher einen Abstand zu deiner Raute. Am besten die Stecknadel in die Ecke stecken, sodass du an deinem Würmchen ziehen kannst und ein bisschen ein Widerstand da ist.
Hier kommt jetzt nochmal an die Spitze ein Rückwärtsknoten, ganz langsam erklärt. Am Knotfaden ziehen, schwupps, springt die Schlinge um. Nochmal einen Halbschlag legen und am falschen Faden ziehen. Auf diese beiden Leitfäden fädeln wir nachher 2 Perlen drauf. Als nächstes habe ich dann mit den 2 inneren Fäden einen Knoten rechts über links gemacht, einen doppelten Halbschlag und auch an der Spitze der Raute, die jetzt kommt, einen Knoten rechts über links. Aber ich habe nachher gefunden, dass das nicht so gut aussieht wie mit einem Rückwärtsknoten. Du kannst jetzt gleich mitknoten, aber statt diesem Knoten hier jetzt lieber einen Rückwärtsknoten machen. Da kannst du jetzt probieren, ob du den schon kannst ohne Video. Ich habe dann nachher diese Raute nochmal aufgemacht und mit den Rückwärtsknoten nochmal gemacht. Auch hier wieder lieber einen Rückwärtsknoten machen. Hier kommt jetzt die Raute noch einmal, aber mit Rückwärtsknoten. Wenn du alle 3 Rautenspitzen fertig hast, machen wir weiter mit den Seitenflügeln.
Jetzt folgt ein Würmchen mit 4 abwechselnden Halbschlägen und einem doppelten Halbschlag. Meine Rauten an den Seitenflügeln schließe ich immer so, dass der Leitfaden zur Spitze des Schmuckstücks zeigt, also zur unteren Spitze. Eine Raute machen mit einem doppelten Halbschlag, 2 abwechselnden Halbschlägen und wieder einem doppelten Halbschlag nach außen auf beiden Seiten. Und dann die Raute wieder schließen in Richtung der unteren Spitze.
ein doppelter Halbschlag, 6 abwechselnde Halbschläge und wieder ein doppelter Halbschlag. Jetzt machen wir die Öse fürs Bindeband. Dafür mache ich auf jeder Seite einen doppelten Halbschlag und 2 abwechselnde Halbschläge. Dann lege ich die beiden Leitfäden aufeinander zu und lege die parallel, dass ich ein Leitfadenpaar habe.
und umknote jetzt dieses Leitfadenpaar mit 4 Halbschlägen und danach noch einen doppelten Halbschlag nach außen, und das mache ich auf beiden Seiten. Jetzt ziehe ich an diesen beiden kurzen Leitfadenenden, sodass die Schlaufen kürzer werden und die beiden Würmchen zusammenkommen. Ich ziehe so fest an den Leitfäden, bis ich eine geschlossene Schlaufe habe. Jetzt wiederholst du das gleiche Muster auf der anderen Seite. Ab Minute 30, 50 alles wiederholen. Nach links schließen, weil deine Spitze ja jetzt nach links zeigt. Jetzt kannst du alle Fäden bis auf die beiden Fäden unten an der Spitze abschneiden und verschmoren. Jetzt machen wir noch die Ösen an die Bindebänder und danach noch die Bandabschlusselemente. Du nimmst 2 130 cm Fäden zur Mitte und klemmst sie fest. Dann machst du eine Halbschlagskette mit 10 abwechselnden Halbschlägen und einem doppelten Halbschlag. Das Würmchen umwenden und nach der anderen Seite die gleiche Anzahl Knoten. Woher weiß man aber jetzt, in welche Richtung man knoten muss? Das siehst du an dieser Fadenschlaufe, die parallel zum Leitfaden läuft. Auf der Seite, wo du diese Schlaufe siehst, musst du weitermachen. Hier auf der anderen Seite sieht man sie nicht. Und hier ist die senkrechte Schlaufe. Also jetzt in die Richtung beginnen und 10 abwechselnde Halbschläge machen und einen doppelten.
das Würmchen nun durch die Öse am Schmuckstück ziehen und dann zu einem Bogen formen, und zwar so, dass die Knotfäden nach außen zeigen und die Leitfäden in der Mitte zu liegen kommen. Die beiden Leitfäden sind die längeren Fäden. Deshalb schließen wir jetzt die Öse mit 4 Knoten, die wir mit einem Leitfaden machen, weil sonst werden unsere Knotfäden ja zu kurz. Ich mache einen doppelten Halbschlag nach links und dann nochmal einen doppelten Halbschlag nach rechts. Und dann ziehe ich diese umknoteten Fäden nochmal stramm, dass meine Öse schön geschlossen bleibt und keine einzelnen Fäden sichtbar sind. So, und jetzt kannst du flechten oder zwirnen. Ich flechte lieber, denn wenn man zwirnt, hat die Kordel oft so einen Drall und will sich immer mit der anderen Kordel verzwirnen. Das passiert ja beim Vierfachzopf nicht. Den Vierfachzopf kannst du am besten flechten, wenn du unten drunter Platz hast. Deshalb mache ich dazu meine Styrodurplatte raus und verwende nur den Rahmen. Das geht super. Wenn du noch nicht weißt, wie ein Vierfachzopf geht, habe ich dir ein separates Video oben verlinkt. Da erkläre ich das mit ganz dickem Garn. Wenn meine Kordel 37 cm lang ist, mache ich meine Styrodurplatte wieder rein und klemme das Kordelende ganz am Schluss des Geflochtenen fest auf den Rahmen und knüpfe ohne dicken Knoten direkt mein Abschlusselement. Dafür wiederhole ich diesen Teil des Musters mit kleinen Änderungen. Ein 20 cm langes Fädchen mittig mit vertikalen Knoten an die beiden Leitfäden dran knoten.
Für den Loop ein 20 cm langes Fädchen mittig oben einklemmen, und mit einem doppelten Halbschlag umknoten. Dann ein Würmchen mit 4 abwechselnden Halbschlägen und einem doppelten Halbschlag. Den Leitfaden oben losmachen und den Leitfaden des Würmchens von unten auf dieses Leitfadenende von oben draufknoten. Ein Würmchen mit 5 Halbschlägen und einem doppelten Halbschlag machen. Diese Bandabschlusselemente kannst du auch sehr gut als Ohrhängerchen machen, wenn du gern ein Schmuckset machen möchtest. Liebe Andrea, war ein Erdbeben bei euch in Süddeutschland? Liebe Andrea, hier wäre eine Stecknadel hilfreich gewesen.
Wie man einen Schiebeverschluss knotet, weißt du ja bestimmt schon, und es gibt unzählige Videos im Internet darüber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.